Wie hat sich denn unsere Resilienz entwickelt in letzter Zeit? Ich glaube, die Resilienz hat sich sehr unterschiedlich entwickelt. Es gab natürlich auch Menschen, ganze Familien, die in der Zeit des Lockdowns mal zueinander gefunden haben. Manche Kinder haben ihre Väter kennengelernt und haben erlebt, dass das zur Ruhe kommen sehr wesentlich ist für die Resilienz. Wenn wir keinen Moment am Tag haben, wo wir zur Ruhe kommen, dann ist es um die Resilienz oft schlecht bestellt. Das hat sich auch bei Menschen mit Behinderungen, mit Autismus-Spektrum-Störungen gezeigt, dass diese Verlangsamung des Lebens für sie sehr wertvoll war. Und ein besonders auffallendes Beispiel sind extreme Frühgeborene. In der Zeit des Lockdowns sank die Zahl der extrem Frühgeborenen, in die ein Großteil der kinderheilkundlichen Aufwendungen und Mittel fließen, zum Teil enorm zurückgegangen. Sodass wir also sehen, der Stress ist heute weltweit eigentlich der Faktor, der unsere Resilienz ganz besonders beeinträchtigen kann. Für andere hat der Stress enorm zugenommen. Wirtschaftliche Unsicherheit, Überforderung durch Beruf, Haushalt, Familie oder auch Verlust der Arbeit. Wenn wir weltweit herumschauen, dann hat sich auch gerade Covid-19 für viele Menschen ja geradezu traumatisierend ausgewirkt. So kann man über Resilienz nicht einheitlich sprechen. Es gibt heute wesentlich mehr Menschen, die bewusst etwas für ihre Resilienz tun, ihre Wärme pflegen, sich gesund ernähren. Und es gibt viele Menschen, die eigentlich daran gehindert sind, für ihre Resilienz zu sorgen, weil sie unter sehr prekären Lebensumständen leben. Wie können wir denn Resilienz entwickeln? Ja, sehr gute Frage. Das ist eben sehr wichtig heute. Ich glaube, Resilienz kann man auf einem Bauernhof entwickeln, zum Beispiel indem man versucht, wie wir das in der biodynamischen Landwirtschaft versuchen, einen landwirtschaftlichen Organismus zu bilden. Das heißt, irgendwie eine Art Hülle zu bilden. Die Landwirtschaft wird ein Wesen eigentlich, ein Organismus, und dann in dem Rahmen von diesem Organismus versucht man so viele Beziehungen zwischen Boden, Pflanzen und Tieren aufzubauen. Das stärkt die Resilienz. Die Beziehungen zwischen allen Wesen stärkt wirklich die Resilienz. Weil ich als Wesen, jede Pflanze ist dann in einem Kreislauf, in einem Ganzen eingebunden. Und man merkt auch auf bestimmte Höfe, es gibt eine besondere Atmosphäre auf dem Hof und das sagen auch die Landwirte. Sogar Studien haben gezeigt, allgemein für den Biolandbau, dass die Resilienz stärker ist, weil durch die Biodiversität, durch diesen Organismusgedanke wird einfach eine Einheit geschaffen, die sich selber hält und erhält in der Zeit. Ja, die Freude ist ja schön zu sehen. Es ist auch Resilienz. Freude braucht man. Das braucht man total. Ja. Was bräuchte es, um eine Resilienz zu stärken? Es ist ja nicht so, dass es viel braucht, aber Gutes. Und das Wichtigste ist eine tragende menschliche Beziehung. Also sobald es einen anderen Menschen gibt, für den Sie sorgen und der sich mit uns verbindet, geht es uns wesentlich besser. Also es zeigen eine ganze Reihe von Studienergebnissen, übrigens zum Beispiel auch, wer wird krank von den Mitarbeitern eines Krankenhauses oder kriegt einen Burnout. Der stärkste Schutzfaktor gegen Burnout ist eine tragende menschliche Beziehung oder Partnerschaft. Dann die Ernährung. Die Ernährung spielt eine überragende Rolle für unsere Resilienz. Und es ist natürlich bekannt, dass viele Menschen an Fehlernährung leiden, auch ein Übergewicht entwickeln, wobei auch hier der Alkohol und weiteres eine Rolle spielt, dass aber andererseits bis zu 800 Millionen Menschen hungern und ihnen das Notwendige fehlt, sich gesund zu ernähren. Das fällt sehr auseinander. Aber wir können schon sagen, eine gesunde Ernährung ist eine Basis der Resilienz und dazu gehört auch, dass man die Nahrung doch auch möglichst oft selbst zubereitet. Das ist auch ein wichtiger Faktor.
Die Wärme ist ein wichtiger Faktor, die Pflege der Wärme und die Pflege des Rhythmus, vor allem des Schlafrhythmus. Das ist auch noch eine entscheidende Frage für unsere Resilienz, dass wir ausreichend, nicht zu lange, aber ausreichend und regelmäßig schlafen.